Wir werden uns als erstes etwas angucken. Das ist vielleicht für Twiggy leider nichts. Vielleicht kann ich ja einen Untertitel einmachen, der auf Deutsch ist. Vielleicht geht das da, weiß ich nicht. Das wäre nicht schlecht. Nee, geht nicht. Automatisch übersetzen, maybe, in Deutsch, geht das? Ne, weißt du, ich denke natürlich auch an Twiggy. Geht auch nicht so lang das Video, aber geht um ein Spiel, was 2000, lass mich lügen, 18 angekündigt wurde. Heißt Hytale. Ja, ich werde es mal machen, mal gucken. Das Spiel heißt Hytale und wurde ständig verschoben und ich will wissen, was daraus jetzt geworden ist. Weil ich bin der Meinung, dass es ein Spiel ist, was hundertprozentig, wenn es rauskommt, Minecraft tatsächlich ersetzen könnte. Um 19 Uhr müsste ich spätestens los wegen Essen und so. Ui, morgen hole ich mein neues Auto, aber meine Schwiegermutter fährt es für mich heim. Denn solange mir schwindig ist, ja, ist schlau. Twiggy ist auf jeden Fall schlau. Absolut. So, da wären wir. Ja. Der, ich sag mal so, der, ich weiß gar nicht, der Trailer von Hytale, kann man hier draufklicken? Ist natürlich jetzt sehr viel anderer Scheiß, ne? Müsste ich mal gucken. Ich weiß nicht wie viel, aber der Hytale-Trailer war schon echt wild, wirklich. Alles gut, wenn es nicht geht. Vieles verstehe ich ja. So it's been exactly 2 years since... Hä, geht doch voll. Also bisher ist es gut übersetzt. Also von daher, wenn es zu leise oder zu laut ist, sagt ihr Bescheid, ne? So it's been exactly 2 years since my last video talking about the game Hytale, and also 4 years since the initial announcement trailer, which kind of broke the internet. But still, every once in a while, I'll see a comment that's like, hey, what happened to Hytale? Ich kann den Trailer, ich kann die Übersetzung, wenn es nicht größer machen, leider, ne? Also, leider geht's nicht. Ihr seht schon, es ist sehr Minecraft-ähnlich. Ne? Es ist sehr Minecraft-ähnlich. Like, is this game dead? Is it still in development? Like, what's going on? Now, it's funny because I know quite a few people that will click on today's video have probably never even heard about Hytale, and for that, I actually apologize, because... Habt ihr schon mal von Hytale gehört? Ey, guck mal, alleine dieses Biom. Guckt euch mal nur dieses Biom an. Guckt euch das mal an. Oder das hier mit dem Eisbären und so. Das ist voll hübsch. Sieht gerade noch aus wie Minecraft mit Shaders und Mods. Hab früher auf Hypixels gelebt. Und hab mich direkt für die Beta angemeldet damals. Ich auch, aber bisher kam ja nichts. Apologize because you're about to learn about a game that looks kind of cool that probably isn't going to come out for many more years. So real quick, to get you up to speed, Hytale is a Minecraft-like game that was announced all the way back in 2018 during the time where I would say Minecraft was... Seht ihr das hier oben? Das habe ich gar nicht mehr im Kopf. Kann es sein, dass da ein Quest-System drin sein wird? Das wäre übel geil. In a little bit of a slump, you know. People thought that Hytale might be the thing to dethrone it. The game is being created by Hypixel Studios, and if that sounds familiar, it's probably because you've heard about the Hypixel Minecraft server, which has been running for many years at this point. Hypixel Studios were acquired by Riot Games in April 2020, and since my last video... Was? Hytale wurde von Riot aufgekauft? Das heißt, das ist ein Minecraft-Spiel, was das Potenzial hat, Minecraft zu ersetzen, also nicht zu ersetzen, aber zumindest ein guter Konkurrent zu sein, mit den Gate-Anlagen von Riot? Bruder. Video, things have been very quiet about the game. Very direct, but very quiet. Now, it's my goal in today's video to let you know what exactly happened to Hytale, because the last time I spoke about this game, it had a potential release date of 2021. And here we are at the cusp of 2022, and this game isn't going to be out for a long time. But before we get into that, let's talk about the sponsor of today's video. Today's video is brought to you by the Ridge Wallet, which has become an essential... Ja, ich gönne ihm die Werbung auf alle Fälle.
Definitiv. Keine Frage, aber ne, wir wollen auch realistisch sein. Which you can also find at the top of the description. Okay, so since my last video, we've had exactly 3 blog posts talking about the game. One in summer 2021, one in winter 2021, one in summer 2022. Es ist so lustig, ne? Wir kennen ja das nie mit boah. Er sagt nicht Winter, er sagt nicht Winter, er sagt Winner. Hört mal hin. 21, one in winter 2020. Winter? Was ist Winter? Was ist Winter? Was habe ich gewonnen? Sag's mir. Was habe ich gewonnen? Oder ist das neues Windows-System? Winter. Nicht mehr Windows XP, sondern Winter. 21, one in summer 2022. And you'd imagine, by that logic, there's probably a new blog post that's right around the corner. But I decided not to delay today's video to wait for that blog post, because I tend to find that the actual contents of the blog posts themselves are not actually that interesting to me. Which I know sounds a little bit strange, because what I really care about is the developers' comments talking about the... Hat die sich gerade in einen Drachen verwandelt? Hat die sich gerade in einen Drachen verwandelt? Oder er? Ich weiß es nicht. Kann ja auch lange Haare männlich sein, weiß ich nicht. Strange, because what I really care about is the developers' comments talking about the actual development of the game. Now, it tends to be that the second half of each blog post... Ja, Gronk und ich sind so, weißt du, gleiches Gehirn. Ist einfach so. Contains a new... Oder reitet die? Sicher? Das sieht nicht so aus, als wenn... Guck mal, wenn du jetzt guckst, ich sehe da nicht irgendwas, was da drauf ist. Is the developers' das comments so. talking about the actual development of the game. Now, it tends to be that the second half of each blog post contains a new aspect of the game that's being reworked based on something we've already seen. And with that in mind, I tend to find that these blog posts are usually focusing on reimagining and reimagining and reimagining, which is very interesting to learn about, sure, but it also strikes me as something that might just become irrelevant, as this game has been in development for so many years now and still has a long time to go. Reading about these aspects of the game, although very exciting, just seems a little bit strange. I'm like, is this actually going to make the final version? Maybe, maybe not. But let's actually talk about... Von das Ding ist, war das nicht damals, also es war ja vor der Beta, ne, Flo? Das heißt, es war ja eigentlich schon fast fertig, oder bin ich blöd? Das ist ja auch wild eigentlich, ne? Aber da hat wahrscheinlich Riot gesagt, hey, hier, take all of our money. Und dann haben sie halt gedacht, so, ja, dauert noch ein bisschen, weil wir haben da vielleicht noch ein bisschen mehr Money jetzt haben wir auch ein bisschen mehr Entwicklungsrange, ja. Real development now. So in the summer 2021 blog post is when the developers started to really rip the band-aid off in terms of community's expectations of when this game will be completed. And this is actually something that I admire them for. I spoke about this more in my last video, but one of the... Moin, Ferox, Mami. Mami, Mensch. The gambles the Hytale team did pretty early on is actually try and kill Hype. Ja, alleine das mit dem Dach auch gerade schon, ne? Pretty early on is actually try and ist einfach geil. Kill Hype for their game, because they were not expecting such a... Ihr denkt so, hä, was ist daran so geil? Auch das jetzt mit den Pflanzen. Was ist daran so geil? Minecraft schafft das hier schafft Minecraft nur mit Mods. Mit manchmal auch sehr komplizierten Mods. Und das wäre im Game mit drinne. Von Anfang an. Mensch, dann spielt Sims. Sims ist anders. Du kannst doch Sims nicht mit Dings vergleichen. A big response to that initial trailer, and they also knew that they couldn't keep... Allein, dass du so halbe Slobs an die Wand machen kannst, das klingt so dumm, aber Flo weiß, was ich meine, glaube ich. Allein, dass das funktioniert, das ist in Minecraft nach 13 Jahren nicht fertig bringbar. Das kannst du nicht machen ohne Mods. Und selbst mit Mods ist es manchmal echt beschissen kompliziert.
that hype moving throughout all of the years of development. So what they decided to do is actually pull back until closer to that release window. So in summer 2021, this is what they had to say. The first half of 2021 has been a period of significant change both for Hytale and Hypixel Studios. We've continued to recruit new team members whose talent and unique perspectives have expanded our sense of what Hytale can be. We've changed the way we work, steadily moving away from exploratory approach that has defined the project's first few years towards more efficient, targeted production milestones. At the same time, our design for Hytale has been evolving. Some parts of the game have undergone radical change, while in other areas we've expanded on established groundwork. Also sie haben quasi immer mehr Entwickler dazu gekriegt und deswegen logischerweise umso mehr Entwickler dazukommen, umso mehr kreative Köpfe sind da, umso mehr Leute arbeiten wahrscheinlich dran, right? Habe ich das richtig verstanden? And this, for me, sums up part of what I think happened to Hytale. You see, Hytale did not begin development with a large studio. Instead, it began development with a core group of people that were just really passionate about Minecraft, wanting to make their own game. They released a trailer which broke the internet, and then with that came a lot of expectations, but also opportunities. You see, when they were acquired by Riot Games, what that gave them was a lot more money to play with. And since then, even to this day, they have been expanding Hypixel Studios to bring on just more and more people. And with that, you also bring on fresh perspectives. Every time you bring in a new person into the company with real talent, their talent will make you want to rethink the project that you're working on. And this is... Ich habe nur Angst, dass es dann so wird, dass man dann halt sagt, guck mal, es kommt immer einer dazu und man kann halt Spiele ständig verbessern. Und genau das ist das Problem, was viele immer heutzutage bemängeln. Hey, die Spiele kommen nicht mehr fertig raus. Hey, da kommt jetzt noch ein DLC. Aber mal ganz ehrlich, so viele talentierte Leute, die es da draußen gibt, die Spiele entwickeln können und die teilweise in Teams zusammengeworfen werden und die alle haben eigene Ideen, eigene Sachen, eigene, wisst ihr, was ich meine? Und es kommt immer mehr, du kannst ein Spiel auch 300 Jahre lang entwickeln, wenn es nicht rauskommt, ist es halt Kacke. Also es muss halt rauskommen, damit es die Leute spielen können und dann darf es auch von mir aus unfertig sein, in Anführungsstrichen, wenn halt Updates rauskommen. Weil dann hat man vornherein schon halt Spaß daran. Mit unfertig meine ich jetzt nicht Bugs und unspielbar, sondern mit unfertig meine ich, dass man halt die ein oder anderen Biomes noch dazu packt oder die ein oder anderen kleinen Features noch dazu packt, aber halt das Spiel laufend verbessert. Guckt dir zum Beispiel Sons of Forest an, wo halt nach und nach jetzt immer wieder neue Sachen dazukommen. Das Spiel selber ist ein sehr gutes Spiel. Mittlerweile eigentlich auch ein Fan von Service Games, ja. Ich meine, wie gesagt, was nur nicht sein darf, ist, dass es unspielbar wird. Ja, dass wirklich Bugs sind, Breaking Bugs sind, scheiß Balancing oder so. Das darf natürlich nicht sein. Ja, aber wenn es halt unfertig ist im Sinne von, da kommt halt noch was darauf, da kommt halt noch was darauf, darum geht's halt. Ja. Just the nature of expanding a company. One thing you do have to be... Und natürlich wichtig ist, dass diese Updates nicht erst ein halbes Jahr später kommen, sondern von vornherein halt schon so ein bisschen entwickelt wurde. Ja, nicht so wie bei Pokémon jetzt das DLC zum Beispiel. Careful of though when you expand like this is to make sure that you actually have a good director in place, somebody that has a very clear vision of what the game is to be, because with all of these fresh perspectives you do run the risk of losing what the original purpose of the game was. And as we'll talk about in a future blog post, it seems to me like they've had a little rethink and a clearer vision of what the final product is going to look like. Now, they did give a new estimated launch window in this blog post, but it's something I would take with quite a grain of salt. They wrote, "What has become increasingly apparent is that we have several more years of work ahead of us before Hytale is ready to launch. We don't want to provide another estimated launch window that turns out to be incorrect. However, we no longer expect to be ready to launch Hytale before 2023 at the earliest, and it could very well take longer." Now, the reason Wir haben jetzt 2023. Wo ist das Spiel? Hallo? Hallo? Give me the... Ich würde es am liebsten jetzt spielen wollen, ne? Ich würde sofort spielen wollen, wirklich. Gib mir das Spiel jetzt. Said take that with a grain of salt is because 2023, although it seemed pretty far away in 2021, really is unrealistic. And we learn... Wieso lernen lesen? Er sagte früh... Ja, ich weiß.
Aber wir haben jetzt 2023 und ich will sie jetzt spielen. Ich kann lesen. Da steht ja auch, oder es kann länger dauern. Ich habe es gelesen. Aber ich will es trotzdem jetzt. Jetzt ist 2023, das früheste. In winter 2021 that they were once again re-evaluating the game, as they wrote, as explained. War das jetzt gerade von den Devs etwas oder ist das im Spiel ist das im Spiel drinne? Jeder Sims-Spieler denkt sich jetzt so, hey Digga, das ist doch voll normal und so. Nein, ist es nicht. 21 that they were once again re-evaluating the game, as they wrote, as explained in Mach doch da jetzt nicht den Text vor, du Keck. our previous developer update. We've spent a lot of time over the last year conducting deep investigation into all of the things we need to do in order to ensure that Hytale Nein, Dusel, du musst weiterdenken. Was wäre, wenn du einen Modus hast, wie den Kreativmodus? Wenn es nicht im Game wäre, würden sie es, glaube ich, nicht zeigen. Weiß ich nicht. Du musst ja überlegen, was wäre, wenn das Hytale's Engine supports everything from profitable weil das Ding ist, was wäre, wenn du dir eine funktionierende Welt zusammenbauen kannst, ohne den Aspekt im Einzelspieler. Ja? Du musst nicht mal immer nur an Einzelspieler denken, sondern du sagst, hey, ich will eine kleine Welt bauen, so wie das die meisten Minecraft-Server machen. Und dann ist Copy-Paste gar nicht mal so schlecht. Ne? Weil du kannst ja dann auch quasi mit diesen Copy-Paste-Sachen ja trotzdem arbeiten. Für so eine Welt. Und wenn es dann auch noch ein NPC-System geben soll, was ich ja damals auch vermutet hatte, dann wird das halt krass für einen Server, für einen Minecraft-ähnliches Spiel. Ja, natürlich haben das andere Spiele auch schon, das ist jetzt für andere Spiele jetzt nicht krass. Ne, aber für Minecraft-Verhältnisse müssen immer Minecraft-Vergleiche machen, nicht Sims-Vergleiche, nicht Fortnite-Creative-Vergleiche, sondern immer mit Sims, mit Minecraft. Aber nicht in der Survival-Welt. Ja, für Server wäre es geil, aber nicht in der Survival. In der Survival-Welt wirst du es auch nicht benutzen. Also es wird wahrscheinlich die Option gehen, dass du es an- oder ausmachst. Ne? Wird es wahrscheinlich geben. lives up to expectations. This investigation extends from technology underpinning the game to the design and structure of Hytale itself. Many of these efforts are ongoing, particularly on the technical side. It's vitally important to us that Hytale supports a large, interconnected community for many years to come. That means making sure that we're ready for the challenges that come with growth, including eventually releasing the game on multiple platforms. Yes. And this, in a way, is the second thing that happened to Hytale. And this, in a way, is the second thing that happened to Hytale. Nochmal, weil es so schön war. And this, in a way, is the second thing. Hat das Ding gerade automatisch ein Tor in die Mauer generiert? Also, die Mauer muss jetzt, also das Tor muss jetzt nicht schön aussehen, aber dass das funktioniert, finde ich krass. That happened to Hytale. This new restructuring and refocus to guarantee that the game is well optimized so that it can run on multiple platforms. And I want to clear up again, I don't think that this is a bad thing, especially considering what Hytale hopes to Was ist das? achieve. You see, Hytale is very much like Minecraft in a way, but a big emphasis for the game is modding and multiplayer. And what I think they're trying to achieve is a real synergy between each version of the game. For example, if you're playing on mobile, it would be great to play with somebody on PC. But what about mods? What if they had a modded version? Haust du rein, Dusel. Das meinte ich. Sowas meine ich. Und jetzt stell dir mal vor, man arbeitet da so ein bisschen als Community zusammen dran an so einer Welt und dann spielt man die zusammen. Version of the game. Does that mean because you're playing on mobile, you can't play with them? Because right now, that's how games operate. A great example of this is Minecraft
Ey, ich kann gerade, ich höre ihn, ich kann gerade nicht zuhören bei ihm, weil, guck mal, er macht gerade das Haus kaputt, quasi. Also er nimmt Blöcke weg. Das Krasse ist aber, ja, Flo, ich wollte es gerade ansprechen, dass auf dem Boden dann Blöcke entstehen, die eine Zerstörung darstellen. Also Ruinen quasi. This is Minecraft Bedrock Edition, where you can have a custom map on Xbox and you can bring that over to mobile and there's no issue along the way. But the problem with Minecraft is you have Bedrock Edition, but then you also have Java Edition. And as we've seen... Das ist auch ein großes Problem mit den Java und Minecraft und Bedrock Edition, bla bla, hast du ja dann hier wahrscheinlich nicht, weil das ein Ding ist, ne? Ich glaube, das sind Items, die droppen, oder nein, das sind Steine. Das sind richtig Steine, die da liegen. So richtige Teile. Die hast du vorhin auf dem Berg auch gesehen. With Minecraft, trying to get people to develop the exact same things for Java and Bedrock is nearly an impossible task. Das sind richtig so Teile von der Mauer als kaputt quasi. And therefore, by delaying the game and redeveloping it so that it all runs on the same architecture, you guarantee that a particular version doesn't fall behind the rest. And like I said, with modding and multiplayer being a primary focus for this game, having that synergy there, well... Aber ich denke, das sind Items zum Aufheben. Ja, aber das macht es ja nicht weniger krass. Also, ist ja, wenn du sie aufheben kannst, ist ja geil, aber trotzdem ist es ein Teil des Environments und so sieht es halt einfach echter aus. Weißt du, ich meine? Aber ich würde auch nicht sagen, dass es zum Aufheben ist, sondern du musst es halt abbauen wahrscheinlich. Gehe ich mal von aus. That's actually really important. Now, in summer 2022, they gave another pretty big announcement. They wrote, "We're aware that some eagle-eyed community members have already spotted that we've stopped listing Java and C# in our job descriptions. This is because we've made the decision to redevelop Hytale's engine, both the client and the server." Okay, das erklärt alles. Das erklärt alles, warum die damals das Spiel, wie gesagt, ich bin der Meinung, es war fast fertig, deswegen ja auch die Closed Beta, bzw. die Open Beta oder die Beta im Allgemeinen, I don't know, wofür Flo und ich uns angemeldet haben. Sie haben einfach die komplette Engine neu geschrieben. Das erklärt natürlich einiges. Ja, das erklärt einiges. Anscheinend soll es ab nächste Woche Pokémon-Karten wieder beim Magus geben. Oh nee, ich bin da diesmal raus. Server in C++. Doing so provides... Okay, C++ ist halt krass, ne? C# war schon, also Java und C# wäre schon krass, aber C++ ist several gut. major benefits. It makes it easier for us to release Hytale across multiple platforms. This is one of the most common requests we've received, and we want to deliver on it without compromising on quality. Wäre mit Java nicht so einfach gewesen. We also wish to avoid a situation where our community finds themselves split up based on the platform they play on. It provides performance benefits, and finally, it will make it easier for us to patch and maintain the game in the future, and establishes a stronger foundation for the future development of Hytale. Now, in my opinion... Guck mal, scheiß mal, also wer jetzt noch sagt, wenn er dieses Bild sieht, das sieht aus wie Minecraft mit ein paar Shadern und ein paar Mods. Ja, Minecraft kann krass aussehen. Keine Frage. Aber das ist das Base-Game. Dieser Nebel und alles. This is pretty huge for two reasons. First off, you have to go back to the drawing board and redevelop your engine, something that I'm pretty sure they did not want to do. And also, it makes it harder for them to steal modders away from Minecraft. Modders who are used to developing their... Ist das jetzt eine Dev-Konsole oder ist das im Spiel? Das wird eine Dev-Konsole sein, gehe ich mal von aus. Weil das sieht mir zu sehr nach Rumspielerei aus. Their mods using Java. But in the long term, stealing modders away from Minecraft, will that be a big deal? Honestly, I don't know. So in conclusion, what exactly happened to Hytale? Well, as we've learned, they've been expanding their team, and with expansion... Hallo, ich weiß nicht, wohin mit meinen Kanalpunkten, also hi. ...comes a fresh set of eyes. They've also realized fairly late into development, I'm sorry to say,
that they do need to redevelop the game so that it can have this simultaneous multi-platform support. And I personally believe that that is the right decision, because if you don't launch that way in 2020 whatever, I think they're going to fall behind fairly quickly. And one thing I hope never happens is they get spooked by the idea that people will not be around for the release of Hytale. Because, yeah. Ja, wahrscheinlich wird keiner das Spiel spielen, oder? Wahrscheinlich also ich hoffe nicht, dass die Angst davor haben. Wer wird denn, also jetzt mal ehrlich. Also jetzt mal wirklich. Guck mal, hier sind auch diese Steine. Siehst du das, Dyser? Das meine ich. Ja, hier sind die auch. Aber ja, ich stimme mir dazu. Ich bin auch der Meinung, dass es schlau ist oder war, nochmal vom Anfang an wirklich alles zu programmieren und nochmal neu zu machen, weil ist halt für viele Sachen einfacher. Maybe some people that watched that reveal trailer, they won't really be into it in a couple of years. But a new generation will be around, and if they make a good game, people will play it. They don't need to rely on people that saw the initial trailer. The budget they must have received from Riot Games, of course, will not be limitless, and there will come a day where they need to make sure the game is completed. But until that day, honestly, spend all the time and all the money you need, because in reality, you only get... Ich muss sagen, mir gefällt das Wasser, weil das Wasser wirkt irgendwie nicht deplatziert. Also irgendwie... Minecraft-Wasser sieht halt scheiße aus, muss man ehrlich sein. Wenn man jetzt keinen Shader drauf hat oder sonstiges, sieht Minecraft-Wasser scheiße aus. Ist einfach so. Aber das hier sieht nicht krass aus, aber auch nicht scheiße. Es passt irgendwie in die Minecraft-Welt. So ein Wasser sollte Minecraft auch haben, glaube ich. Auch so mit leichten Wellen und so finde ich cool. One shot at this, and I feel like they've got everything in place to pull it off. Like, I'm a big Hytale believer. And that's it for today. Thank you so much for watching, and I'll see you in the next one. Peace. Ja, sehr, sehr cool auf jeden Fall. Sehr nice. Sehr, sehr nice. Sehr, sehr nice. Sehr, sehr nice. Sehr, sehr